Hallo, wieder zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute aus der Reihe Schnell und Lecker und wir machen heute Kohlrouladen oder Krautwigel oder Gołąbki, so heißt es auf Polnisch. Ich möchte euch heute zeigen eine Variante, die ich mir selber überlegt habe, und die machen wir aus dem Wirsing, Hackfleisch und Graupen und Gemüse. Graupen, ich habe für die Graupen entschieden, feine Graupen, Rinderhackfleisch, und dann brauchen wir noch 2 Eier zur Bindung und ein bisschen Semmelbrösel brauchen wir. Für die Soße, wir machen eine Tomatensoße mit ein bisschen Rotwein, eine Fleischbrühe, Knoblauch und ein bisschen Zwiebeln. Jetzt müssen wir aber für die Kohlrouladen so ein bisschen vorbereiten alles. Ich habe mich dafür entschieden, die Graupen zu nehmen. Da habe ich davon 150 Gramm genommen und jeweils wie beim Reis mit 3-mal so viel Menge Wasser aufgegossen oder Brühe. Das sind dann 450 Milliliter Flüssigkeit. Einmal aufgekocht und dann vom Herd runtergezogen und die dann abkühlen lassen. Und warum abkühlen lassen? Weil wir nachher in die Füllung, so sieht es aus. Ich habe da noch ein paar Karottenwürfel reingemacht, die habe ich auch mitgekocht, dass sie schön weich sind. Und warum ich das schon gemacht habe, weil wir dann nachher die Eier und das rohe Hackfleisch reinmachen und nicht, dass dann uns die Eier und das Hackfleisch sofort gerinnt und verkocht. Ich zeige euch ganz kurz, was man mit dem Wirsing macht. Den Wirsing, den schneidet man hier unten ab, den Strunk, und nimmt dann die einzelnen Blätter runter. Das muss ich auch noch ein bisschen weiter einschneiden, so dass man das hier runternehmen kann. Und dann kann man die einzelnen Blätter so abnehmen und dann einen Topf mit heißem Wasser aufsetzen, ein Salzwasser, und dann die Blätter so reinlegen und dann 5 Minuten langsam köcheln lassen, dass sie weich sind. So, das müssen wir dann uns vorbereiten. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ich habe die Blätter schön abgenommen, abgekocht und dann blanchiert, das heißt ins kalte Wasser gelegt, dass die Farbe schön bleibt. Jetzt machen wir uns die Füllung. Die Füllung, da habe ich dann, wie gesagt, die Graupen, 150 Gramm. Da kommt 600 Gramm Rinderhackfleisch dazu. Die 2 Eier. Wir würzen uns das Ganze mit Salz und Pfeffer. Kann ruhig ein bisschen mehr rein. Und Salz. So, wunderbar. So, das stellen wir mal auf die Seite. Was ich noch gerne reinmachen möchte, ist Lauch. Ich habe den Lauch schon durchgeschnitten und gewaschen. Und daraus schneide ich dann ganz feine Streifen. Warum ich jetzt die Graupen vorgekocht habe, ist, es hat einen einzigen Grund, dass die Graupen ganz hart sind. Und wenn wir das jetzt 40 Minuten in den Backofen reinschieben, es wird ja nie im Leben gar sein. So viel Flüssigkeiten haben wir gar nicht. Deswegen kochen wir uns die Graupen vor und dann reichen uns im Backofen. Da ist was runtergefahren. Hoffentlich ist das nicht im Bild. So, dann mache ich mir nochmal den Lauch hier rein.
So, wunderbar. Da hätten wir einfach eine größere Schüssel nehmen müssen. Das wäre ja erledigt. Dann Petersilie fein hacken. Auch waschen. So. Wunderbar. Auch rein. Zack. So. Bisschen Paprika. Jetzt schauen wir mal von der Konsistenz, wie es aussieht. Einfach mit den Händen rein. Natürlich vorher waschen die Hände, sonst könnte nicht so appetitlich sein. Wir Köche, wir arbeiten immer gerne mit den Händen. So, schön vermischen alles. Yeah, clap your hands, say it together. Die Konsistenz ist ja perfekt. Da brauchen wir tatsächlich gar kein Paniermehl reinmachen oder ein Brötchen oder irgendwas. Wunderbar. So, dann gehen wir als nächstes uns erstmal die Soße machen. Die Kohlrouladen kommen dann in den Backofen. Und deswegen machen wir uns eine leckere Tomatensoße. Einmal passierte Tomaten, ihr könnt auch welche mit Würfeln nehmen, Tomatenwürfel, wie ihr wollt. Dann 200 Milliliter Brühe, genauso viel Rotwein. Wenn ihr natürlich mit den Kindern essen wollt, sollte man vielleicht auf den Rotwein verzichten. Dann machen wir uns eine Knoblauchzehe rein. So, wunderbar. So, einmal umrühren, dass ihr alles vermischt. Dann natürlich auch würzen. Soll auch noch was schmecken. Pfeffer, Salz. So. Lecker. So, wenn man möchte, kann man so italienische Kräuter drauf machen. Noch. So, einmal auch probieren, dass es zu salzig ist. Wunderbar. So, und jetzt machen wir uns die Krautwickel. So, ein Blatt hinlegen. Man kann auch zwei nehmen, wenn man ein bisschen größere machen möchte. Wir machen kleine. Dann ein bisschen von diesem gemischten Hackfleisch mit Graupen. Dann schlagen wir das rechts und links ein und rollen hier zu einem Krautwickel. So sieht er aus. So, rechts, links einschlagen und eindrehen. Und hier merkt man, warum man vorher die Wilsingblätter vorgekocht hat, also blanchiert, weil dieser Strunk ist dann jetzt weicher und den kann man besser einrollen. So. So, und wenn die fertig sind, die legen wir uns hier rein. Einfach in die Soße reinlegen.
So, wunderbar. So, dann möchte ich euch mal erzählen, warum ich da tatsächlich die Kohlrouladen jetzt mit den Graupen mache, weil ich einfach keine Beilage dazu machen möchte. Und die Krautwickel mit dem Hackfleisch und den Graupen drin, mit der Soße, das ist jetzt einfach eine komplette Mahlzeit. Und wenn wir das jetzt nochmal eine halbe Stunde, 40 Minuten in den Backofen geschoben haben, dann kann das ganz schnell nachher raus auf den Teller und dann gibt es eine leckere Mahlzeit. So, jetzt haben wir dann 8 Krautwickel, 2 haben wir noch, dann oben noch ein bisschen würzen und dann bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen für ungefähr 40 Minuten reinschieben. So, und dann schiebt man das jetzt hier im Backofen rein. Mittlere Stufe, 200 Grad, 40 Minuten. Yeah, clap your hands, say it together. So, da waren die Krautwickel jetzt ca. 40 Minuten drin. Ihr müsst natürlich je nach Backofen, je Größe immer aufpassen, ob das jetzt 40 Minuten sind oder 50 Minuten oder eine Stunde. So, dann habe ich das hier fertig. So sehen die aus. Wunderbar. Und dann können wir uns die Krautwickel anrichten. So. Einmal, zweimal, das haben wir schon gekleckert, dann Soße dazu, so jetzt brauche ich noch ein Stück Papier, eine Küchenrolle, so jetzt machen wir uns den Teller nochmal sauber, wunderbar und so sieht es aus. Dann schneiden wir das Ganze an, dass sie aussieht, wie lecker das von innen aussieht. So, und das ist unser Hackfleisch mit Graupen, Krautwickel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und wenn euch es gefallen hat, Daumen hoch machen, abonnieren, Nachricht schreiben und bis zum nächsten Mal. East and south and Poland, everybody a chance to meet us, doing that rag, the Chemek rag. Cause the even little kid gets that you meet, oh, an alley in the street, doing that rag, the Chemek rag. Yeah, Chemek, 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 Chemek.